und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr mich hier wieder auf meinem YouTube-Kanal besucht. Ich bin der Louis und heute gibt es eine weitere Folge von dem Gemeinschaftsprojekt zwischen Sebi und mir. Sebi und Louis, zwei Rheinländer, stellen vor. Dieses Mal hat es uns nach Süddeutschland gezogen. Genauer gesagt befinden wir uns so örtlich unterhalb des Mains, Kunststück unterhalb des Weißwurst-Äquators. Und dort haben wir dann den Dirk getroffen. Dieses große Areal, wo er sich bewegt, ist auch bekannt als der Steigerwald. Und damit sind wir eigentlich auch bei seinem YouTube-Kanal, der Steigerwald N-Bahner. Habt viel Spaß beim Zuschauen und nach der Vorstellung sehen wir uns wieder. Auf geht's. Ja, Dirk, hallo. Schön, dass du hier bei uns bist in unserem, sag ich mal, kleinen Programm, was wir ja schon ein paar Mal gedreht haben. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir dich heute besuchen, begleiten, beschützen. Nee, was sagen wir denn? Begrüßen, so heißt es. Wolltest du mal tun oder was? Sehr gut. Ja, hallo. Ich hätte weglassen sollen. Und, Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung und sehr, sehr gerne. Ja. Perfekt. Ich Ja, habe so ein bisschen Déjà-vu. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein bisschen Déjà-vu. kommt mir sehr bekannt vor. Tut mir so leid. Naja, okay, weitermachen. Dirk, ich habe da direkt mal eine Frage. Du wohnst ja südlich vom Main und alle kennen ja das große Areal des Steigerwalds. Kommst du denn gebürtig von daher? Ja, du sagst jetzt ist südlich des Mains, das klingt so einige Seemeilen, Kilometer, wie auch immer. Also der Main ist vielleicht 20 Kilometer Luftlinie weg. In der Tat, das ist der Steigerwald. Ich glaube, viele hören es an meinem Dialekt. Ich komme eigentlich nicht aus der Gegend. Ich sag mal, der Franke hier aus der Gegend, aus Bamberg, der vergisst ja zwei Buchstaben hier im Alphabet. Das sind diese harten, ich glaube, Konsonanten nennt man das. Also der kennt keinen Unterschied zwischen D und T und keinen Unterschied zwischen, ich glaube, B und P oder so. Aber es ist egal. Also ich bin gebürtiger Bochumer, das hört man mir überhaupt gar nicht mehr an. Bin aber aufgewachsen in Niederbayern, also in der Nähe so von Dingolfing, in dem BMW-Umfeld. Das würde ich jetzt noch als meine Heimat bezeichnen, weil dort meine Wurzeln sind, meine Eltern dort noch wohnen und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wir starten einfach direkt rein, weil wir fragen eigentlich jeden direkt von Anfang an, sag mal, hör mal, wie bist du denn eigentlich zur Modellbahn gekommen? Was war denn für dich so die Triebfeder? Naja, ich sagte ja, ich komme ursprünglich geboren aus Bochum, dort war ich bis zu meinem 5. Lebensjahr. Ich bin ja, jetzt muss ich überlegen, Baujahr 68, Geburtsjahr 69 und und dann Weihnachten 73, da gibt's noch ein Bild, das habe ich neulich erst wieder im Archiv gefunden, habe ich von meinem Vater eine kleine Platte, eine N-Platte geschenkt bekommen, also eine N-Eisenbahn. Sag mal, die hatte so 1,80 Meter mal 90 Zentimeter, die konnte man so unter das Bett reinschieben. Und das waren so die ersten, ich sag mal, die ersten Wurzeln, ne, die ersten Berührungspunkte zur Modelleisenbahn. Okay. Und wie ist das dann weitergegangen? Weil Ja, so ein bisschen was, ne? ich meine, ich glaube, man kann sich irgendwie vorstellen, weil es jedem ähnlich geht. Das ging dann mit voller Euphorie weiter, bis irgendwo man dann 10, 11, 12 war. Der Papa hat dann noch ein bisschen weitergebaut, auch nach dem Umzug dann nach Niederbayern. Nur irgendwann hat man dann andere Interessen und dann war ich komplett weg. Hab dann das Hobby, ja, eigentlich kann man sagen, bis vor 6, 7 Jahren überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, und dann ist es hier letztendlich im Steigerwald wieder aufgetaucht und ich gesagt, naja, hängt auch ein bisschen zusammen mit, welche Hobbys hat man, welche Hobbys legt man sich an. Klar, klar. Und ich glaube, es geht vielen so, irgendwann ist man zu alt für diese, ich sag mal, Sportarten wie Tennis, wie Fußball oder wie auch immer. Das war eine schöne Zeit, ich will sie nicht missen, aber jetzt mit 50 oder ja, ist halt dann nicht mehr. Da tun dann irgendwie alle Knochen weh und dann ja, sucht man sich halt eine andere Freizeitbeschäftigung. Und so habe ich mich wieder erinnert, ne, Modellbahn, ne? Da war mal was. Sehr schön, sehr schön.
Jetzt hast du ja du hast ja, wie lang ist dein Kanal jetzt? Wie lange bist du unterwegs? Warte mal, was habe ich mir aufgeschrieben? Seit 20.12.2020 gehst du quasi auf Sendung, ne? Richtig, ja. Ja. So, du hast also schon ein paar Videos veröffentlicht, aber du bist relativ schnell dabei, dass du sagst, oh, weißt du was, ich mach mal Stopp, reiß noch mal ab und fange noch mal neu an. Ich wollte gerade sagen, ja, dabei und dann macht er schon neu, verstehst du? Ist das Naja, das ist halt irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es geht vielen so. Ich will nicht sagen jeden, es gibt natürlich welche, die machen keine Fehler, aber man will, also ja, zum einen glaube ich, war ein Fehler, zu viel auf den zur Verfügung stehenden Abmaßen zu bringen. Ne? Also okay. irgendwie ein Bahnbetriebswerk und eine doppelgleisige Hauptstrecke mit Abzweig-Nebenstrecke, mit ein bisschen Industrieanschluss. Vielleicht noch den Rhein-Main-Donau-Kanal irgendwo, den Hafen in Bamberg angebunden. Und das war so das Erste, wo ich sagte, das war wohl ein Fehler. Und das Zweite war halt einfach auch eine Fehleinschätzung bezüglich der Radien und Okay. natürlich der Genauigkeit in unserer Spurweite. Ne? Das macht halt schon auch ich Ja, sag mal, einen Unterschied. Ne? das ist Und Fakt. Das ist definitiv wenn man Fakt. neues Rollmaterial sich besorgt und man liest nicht, dass die Mindestradien, was weiß ich, 300 Millimeter sind oder 240 Millimeter und man verbaut Radien eins, ja, dann kommt es halt zu unschönen Entgleisungen und irgendwo, ja, ich glaube, ich habe auch noch rechtzeitig die Notbremse gezogen. Ja, gut, was ist rechtzeitig, ne? Ja, ich meine, wenn ich glaube, beim Sibi am Kanal habe ich es gesehen, meine, der Louis hat seine erste Anlage, glaube ich, verkauft und der Sibi, der hat dann, ich weiß nicht, mit welcher brachialen Kraft seinen Berg dann abgerissen oder so, an das kann ich mich noch irgendwie erinnern, ne, in deinem Ja, Video. Äh, Mit dem vorher, Seil. Mit dem vorher hier eine Seil habe Büchse ich da Spinat, gestanden. Popeye und auf geht's, ne, genau, Ja, also, ja, ja. ja, genau. Also den Berg, ich sag mal, viele Schienen und so was konnte ich noch retten, weil ich ja mit tiefen Grund geklebt hatte und habe das nass gemacht, wirklich nass gemacht und konnte noch sehr, sehr viele Schienen retten, die ich nachher auch abwaschen konnte in der Badewanne. Und die sind, naja, wie neu ist übertrieben, aber ist schon klasse. Aber diesen Berg, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich den Gips alle her hatte. Der ah, muss hier rückwärts rangefahren sein. Ich bin mit dem Seil da dran und habe das Ding von der Platte ziehen müssen. Und der ist nicht kaputt gegangen. Der ist im Gesamten ist der einfach so klapp und dann habe ich den rausgetragen. Ne? Das war schon irre. ne? Ne? Ja, Hast du denn ein bestimmtes Anlagenthema, wenn du jetzt neu baust? Also, ich meine, wir reden ja jetzt davon, du hast ja gebaut und dann hast gesagt, scheiße, baue ich neu. Also das Anlagenthema wird sich ja bei dir nicht geändert haben. Hast du da ein bestimmtes Thema? Naja, ich hole mal hier kurz mein Buch. Ich habe es ja hier, ne? Ach Mensch, guck mal, Kann da ja hat er da mal, ein Buch kann ja mal stehen. zeigen hier, ne? Eisenbahnknotenpunkt Bamberg. Ja. Ist so die ganze Geschichte beschrieben. Also hier treffen sich letztendlich die Hauptstrecke, die von Berlin runterkommt, eine Hauptstrecke, die von Würzburg kommt und die vereinen sich und gehen dann Richtung Nürnberg weiter. Mhm. Und davon abzweigend gab es dann ursprünglich, glaube ich, 3 oder 4 Nebenbahnen. Und Okay. 2 Nebenbahnen führten dann unter anderem auch in den Steigerwald. Mittlerweile ist eine, wie so häufig in Deutschland, umgewandelt worden in einen Radweg. Auch nicht schlecht, hat auch sein Freizeitwerk, Wert, ja, Wert. Und die andere, die existiert noch und die führt eben dann durch den Steigerwald nach Schlüsselfeld. Dort ist eine Drahtverarbeitungsfabrik, ja. Und man kennt ja, also ich glaube, Fleischmann hat die jetzt neu aufgelegt. Das sind ja so flache Rungenwagen, wo Mhm. dann diese Runddrahtrollen drauf sind. Ne? Und diese Rollen werden, ich weiß nicht, wo die herkommen, die werden aber in den langen Zug in Bamberg dann im Hauptbahnhof letztendlich getrennt und gehen dann in 2 oder 3 Garnituren. Ich glaube, mit einer V212 mittlerweile gezogen. Ganz früher waren es noch die alten V80. Mhm. Werden die dann quasi nach Schlüsselfeld gezogen in dieses Drahtverarbeitungswerk und dort werden die zu Baustahlmatten verarbeitet. Ne? Und okay. das ist so, wo ich Okay. sage, in kleinen Abrissen möchte ich das so nachbilden, also schon die zweigleisige Hauptstrecke mit den Abzweig dann eben in den Steigerwald Richtung dieser kleinen Industrieanlage. Ne? Das ist so Okay, das schön. Motiv. Ja, Interessant, das da hört können wir sich gut gespannt an. sein. Können wir schon Ja, das gespannt hat ja auch sein. eine Besonderheit so auf der Anlage, sage ich jetzt einfach mal. Ne? So Ja,
die ganze Sache, die du davor hast. Also das finde ich schon echt nicht schlecht. Ja, gut, ich habe mal, Sibi, ich habe mal beleuchtet oder versucht zu analysieren, wenn ich jetzt, es gibt ja, kannst du über Google Maps oder auch den einen oder anderen Quellen im Internet einmal nachschauen, wie ist denn der aktuelle Gleisplan vom Bahnhof in Bamberg, ne? Nur wenn du den selbst in Spur N annähernd abbilden müsstest, ich glaube, da bräuchtest du alleine schon mindestens 10 Meter oder so. Und dann hast du halt nur den Bahnhof. Ja? Und ich habe halt nur, ich glaube, an die 3 Meter jetzt in der Länge und der eine Schenkel dann 2 Meter und da war das, ist es einfach nicht möglich. Also das ist ja immer nur eine Annäherung. Ne? Ich meine, es gibt ja Profis, ich glaube, es gibt sogar einen Modellbahnverein in Schlüsselfeld, die haben einmal im Jahr normalerweise eine Ausstellung und die bilden es in H0 in Modulbauweise fast naturgen oder ja wirklich getreu ab. Also haben wir wirklich die ganze Turnhalle, ne, wenn dann die Ausstellung ist dann Modul am Modul und die haben relativ ja, also der realitätsnah gebaut, ne, und auch die Bahnhofsgebäude selber gebaut und ja, das geht mir dann zu weit, aber zumindest angenähert dieses Motiv dann. Ne? Ja. Okay. Und das machst du alles komplett alleine oder hast du familiäre Unterstützung oder wie funktioniert das bei euch? Naja, ich mach's im Grunde genommen alleine, habe aber die Rückendeckung von der Familie, also es ist Frau und Tochter mit 19. Die legen mir keinen Stein sagen wir, in den Weg. Ich sag mal eher so, sie sind froh teilweise, dass ich dann irgendwo aufgeräumt bin, ne? Und im Keller dann verschwinde. Ja. Betreutes Bauen, wie bei uns. Ja, und man gibt ja auch eine Steilvorlage. Ne? Ich meine, ich krieg's halt mit in vielen, da hört man immer, was soll man denn zu Weihnachten schenken? Da sagen wir, ey, ja, wir machen gar nichts mehr, ne? Und so hat man ja immer auch, denke ich, einen ganz guten Anlass zu sagen, Mensch, ich würde hier mal so einen Biergarten abbilden, ne? Oder sowas und dann irgendwie ist dann der Faller Biergarten unter Weihnachtsbaum. Also das ist schon auch, die Rückendeckung ist dann auch da. Ne? Man muss manchmal die Richtung deuen und dann läuft das. Ja. Also von daher. Ne? So durch die Blume etwas. Ne? Ja, genau. Durch die Blume. Kann ja mal einen Blumenstrauß mit Wunschzettel abgeben, geht ja auch. Ich würde jetzt trotzdem mal einen Schluck hier aus der einheimischen Flasche nehmen. Ne? Okay, ja gut, ich mache dann auch mal gerade die Wasserpause hier. Frisch aus dem Aquarium gezapft. Damit keine Fische drin sind. Ich meine, das wäre jetzt natürlich, wenn ich eine andere Epoche bauen würde, ne, dann ist es natürlich auch ein Motiv hier in der Gegend. Wir haben die größte Brauereidichte hier in Deutschland. Wir haben in Bamberg jetzt selber, glaube ich, noch zwei große Melzereien. Okay. Und dort war die ganze Transportlogistik bis vor, ich sage mal, 20, 30 Jahren, da lief sehr, sehr viel über die Schiene. Ja. Das wäre auch ein Motiv gewesen. Ne? Aber ich habe mich jetzt doch, ich wollte einfach modern bleiben und mir gefallen auch diese neuen Werbeloks, ne, diese E-Loks, die sind recht, ich finde sie toll, auch mit den ganzen Soundfunktionen und ja, deswegen bei mir eher so alle Epochen, ich sag mal vorzugsweise Epoche 5, 6 jetzt, aber natürlich, es fährt durch Bamberg auch mal eine Dampflok, ne, wir haben ja hier nicht unweit weg ist ja diese, ich weiß nicht, habt ihr schon mal gehört, die schiefe Ebene? Gehört, ja. Gehört. So von uns aus Markt Schorgast hoch, also Richtung Hof von Bamberg. Und da haben sie ja früher so richtig, da sind sie ja mit Dampfloks hoch und da hatten sie ja in Neuenmarkt Wirsberg, das ist dort das Deutsche Dampflokmuseum, mal einen Besuch wert. Und dort ist, sagen wir, das Motiv auch nachgestellt. Und dann haben sie dann im Bahnbetriebswerk in Neuenmarkt die Schiebeloks quasi immer wieder bekohlt, ne, mit Wasser und die haben dann diese schweren Güterzüge dann die Rampe hochgeschoben. Ne, und das sieht man ab und zu mal, da gibt's dann Dampftage oder so, ne, und dann dampft hier mal auch so eine 01er oder eine 18er oder was weiß ich, was das früher waren, die dampfen hier mal durch Bamberg dann auch durch. Ne. Ja. Jetzt habe ich beim letzten Mal gesehen, ich hatte wann war das? Jetzt am Wochenende, da hatte ich mal eine schlaflose Nacht, ja.
Habe ich letzter Zeit öfters. Jetzt nicht das, was du denkst, mein junger Freund aus Troisdorf. Ja. So, Chaka, Chaka. ja, taka, Ich hätte der Böseste aber denken, oder? So, Kann man rausschneiden, Louis. Alles gut. also ich habe aber die Zeit gefunden und habe mir mal deinen Livestream angeschaut. Also du bist ja hingegangen, du scheinst auch jemand zu sein, so nach dem Motto, ich hole mir dann Hilfe, hole mir mal den Rat ein, die Meinungen anderer ein. Und habe ich mir den Livestream angeschaut. Also Leute, schaut euch den ruhig auch gerne mal an, weil das war jetzt, erstens war der, fand ich, sehr, sehr professionell aufgezogen, sehr gegliedert, strukturiert. Also du hast dir da offensichtlich lange einen Kopf drum gemacht. Und du hast auch sehr interessante Gäste gehabt. Zwei davon oder drei, die wir gesehen haben, 4 Personen konnte man sehen, einschließlich dir. 3 davon kannte man, einer nicht. Aber das war auch einer, der hat enorm viel Erfahrung gehabt. Also es war gnadenlos gut. Ja. Stimmt. So. Ja, das war ja so, ich meine, das ist auch der Unterschied vielleicht zu früher. Ne? Also früher hat man ja eher so, man hat sich Unterlagen von den Herstellern besorgt, Gleispläne, die Fachbücher über Elektrik und wie wird's verdrahtet und so weiter. Und da ist halt in der heutigen Zeit schon auch einfach das Internet, das Wahl der Mittel, das Mittel der Wahl, ne? So muss man ja sagen. Und von dem her bin ich ja auch auf euch aufmerksam geworden, auf eure super YouTube-Channels. Habe mich da sehr, sehr viel informiert, aber dann war halt doch irgendwo, wo ich sage, Mensch, jetzt holst du mal oder holst du mal noch ein bisschen Expertise rein. Ne? Und das war dann halt meine Idee, jetzt einfach nach ein paar Monaten von dem YouTube-Channel, jetzt probierst du mal so einen Livestream. Ja. Und den einen oder anderen kannte man ja aus den Kommentaren von den eigenen Videos. Und so kam es dann dazu, dass ich eben diese Experten soweit dann nochmal eingeladen habe. Und ich fand es auch toll und das ist auch das Schöne in unserer sagen wir, Gemeinschaft, in unserer Community, dass da auch die Bereitschaft größtenteils, ich sage mal zu 95% auch da ist, sich gegenseitig das Wissen auch zuzuspielen. Und das finde ich klasse. Und in dem Zuge ist, Louis, du hattest ja angesprochen, einer war dabei, der ist jetzt nicht irgendwo über YouTube-Channel oder so aktiv. Der hat quasi meine Videos gesehen und dann auch meine Problematik mit dem ersten Versuch und quasi dann den Restart im zweiten Versuch. Und der ist zufälligerweise auch ursprünglich aus, ich glaube, ein Dortmunder, wohnt jetzt aber hier in den Ortsteil von Bamberg und der hat mich dann kontaktiert. Wir sind dann so ins Gespräch gekommen, über Telefonate, über E-Mail und dann hat er mir ja mehr oder weniger mein Gleisplan, ich will jetzt sagen, mein Gleisplan geplant für den zweiten Versuch, aber er hat mir hier die Steilvorlage und wesentliche Tipps gegeben und das ist der Wolfgang. Und der hat ein Wissen, ich meine, der ist jetzt, glaube ich, ein bisschen was über 60 und baut sein Leben lang Modellbahn, hauptsächlich Spur N. Ne? Das war einfach, das war phänomenal dann in dem Livestream, ne? Also was er da an Fachwissen uns allen im Endeffekt dann auch weitergegeben hat. Ja, genau. Also das ist ein Livestream. Ich meine, wir beide haben auch schon Livestreams gemacht. Man macht sich immer einen Kopf darum. Aber das war jetzt wirklich mal ein Knallerding, wo man sagt, der ist voll mit Informationen, voll mit interessanten Leuten, super durchstrukturiert, toll moderiert. Also ich fand den klasse. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, an der Stelle auch nochmal ein Kompliment ist, du hast dir anschließend nochmal die Mühe gemacht und hast den Livestream tatsächlich, den musst du dir nochmal angeschaut haben, komplett, denn du hast ihn punktuell gegliedert. Man kann also wirklich in die einzelnen Themen auch reinspringen. Richtig geil. Ja, das war eben in der Nachbearbeitung, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, es sind, glaube ich, knapp 2 Stunden gewesen, ne? Und ich meine, 2 Stunden, da holst du ja keinen irgendwie, sagen wir, vom Hocker, ne? Und sagst, der schaut sich jetzt 2 Stunden an. Ich glaube, ich weiß nicht, wie eure durchschnittlichen Zugriffszeiten, man ist ja froh, wenn man dann bei so einem 20-Minuten-Video vielleicht 50% dann Zuspruch hat von der Zeit her. Ja, genau. Und was ich dann halt gemacht habe im Nachhinein, das machen ja auch viele dann, dass sie sagen, okay, es gibt strukturierte Kapitel und bei bestimmten Zeitpunkten ist halt dann der Einsprungpunkt, wo es jetzt um Gleisverlegung geht, wo es ums Weichenthema geht, wo es um Planungstools generell geht und so. Und das glaube ich, muss man bei so langen Videos dann auch machen. Ne? Ja. Also klasse, das Ding, richtig gut. Wirst du noch mal einen Livestream machen? Ja, ich meine, ich kenne ja wollen wir so sagen, die Steilvorlage hast du eigentlich auch ein bisschen du mit deinen beiden Kamingesprächen auch gegeben.
wo ich sage, Mensch, das ist ganz toll. Auch, jetzt sagen wir, jedes Format hat natürlich auch seinen Charme. Auch letztendlich das Format, was wir hier heute abbilden, finde ich super klasse. Und das war dann die Steilvorlage. Und wenn du mich jetzt fragst, mache ich jetzt nochmal ein, ich werde das nicht jeden Monat oder jede 2 Monate machen, aber vielleicht, dass man sagt, wenn die Anlage jetzt einen bestimmten Fortschritt erreicht hat, das wird dann vielleicht im Frühjahr sein, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen und sagen, so ungefähr reflektieren vom ersten, was habe ich umgesetzt und was ist dabei hängen geblieben. Also könnte ich mir schon vorstellen. Ja, Es ist jetzt kein Format, wo ich sage, das mache ich jetzt jeden Monat oder alle 2 Monate. Ne? Aber so 1-2 Mal im Jahr könnte man sich das durchaus auch vorstellen. Ne? Ja, ist doch super. Ich finde es knaller, ich finde es richtig Ich cool. finde das auch gut. Ich finde das auch gut. Ich meine, wie du auf deinen YouTube-Kanal gekommen bist vom Namen, von der Ableitung her, das liegt ja irgendwie ein Stückchen auf der Hand. Aber wie viel Zeit nimmt denn der Betrieb von deinem YouTube-Kanal in Anspruch? Ich glaube, ihr könnt auch ein Lied davon singen. Ne? Und das ist ja, ja, man kann natürlich sagen, man nimmt einfach irgendwie was auf und dann stellt man das sofort rein. Ne? Aber ich glaube, man hat schon auch ein bisschen selber den Anspruch und sagt, wenn ich sowas mache, dann möchte ich es auch ja, in einer einigermaßen Struktur oder Qualität aufbringen. Ne? Genau. Ja. Und so hat man dann, ich glaube, ihr wisst selber, dann hat man am Anfang hat man vielleicht eine Stunde Material, schneidet es zusammen auf 20 Minuten. Irgendwann, sagen wir, ist man vielleicht ein bisschen erfahrener, dann hat man nur noch eine halbe Stunde geschnittenes Material und macht daraus eine Viertelstunde. Also es ist im Grunde genommen, das Nachbearbeiten ist ja umfangreicher als das eigentliche Aufnehmen. Ne? Ja, Und wenn ich jetzt momentan, glaube ich, am Anfang hätte ich gesagt, ich habe vielleicht 70% gebaut und 30% war das Thema dann YouTube. Ne? Man versucht es irgendwo dann schon zu verschieben und sagen, eigentlich will ich mehr Modellbahn bauen als YouTube machen. Mhm. Und ja, aber ich glaube vom Gefühl her muss ich sagen, bestimmt so 25%, ein Viertel der Zeit in der Kombination der beiden ist ja auch ein Hobby, geht dann schon auch für das YouTube-Schneiden dann und das YouTube aufbereiten. Ne? Ja, klar. Du hast es gerade schon gesagt, also es entwickelt sich auch zu einem Hobby, ne? Das muss man dann schon sagen. Das kann auch ein bisschen Leidenschaft werden, ja? Getrieben von vielleicht der Anerkennung, Kommentare, der Kommunikation, die darüber stattfindet, Zuspruch oder aber auch Kritiken oder wie auch immer. Ich finde sowas sehr, sehr spannend, muss ich schon sagen. Definitiv, ja. Ja, und dann ist halt, klar, man fängt an, glaube ich, oder viele fangen ja an mit dem Handy und dann sagt man, naja, da gibt es dann doch die eine oder andere Nahaufnahme oder Belichtungssituation, da reicht halt das Handy dann einfach nicht mehr aus und dann kauft man sich irgendwo eine Systemkamera oder eine Videokamera und ja, so wie du sagst, Louis, ne, das entwickelt sich dann auch zum zweiten Parallelhobby einfach auch. Ja, weil es halt einfach irgendwo verknüpft ist auch. Ne? Ja. Und warum betreibst du den YouTube-Kanal? Warum veröffentlichst du Filme? Es gibt ja auch viele Zuschauer, die konsumieren halt, nur um es mal einfach so zu formulieren. Was war denn so dein Antrieb, dass du sagst, ja, stelle jetzt selber Filme ein? Na gut, für mich ist es ja irgendwo, wie gesagt, ich sehe uns ja als große Gemeinschaft, als Community. Ne? Okay. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich ziehe nur ab und konsumiere quasi den Inhalt. Ja, aber ich sehe mich dann schon auch so und wollte mich auch aktiv vernetzen und sage, ich möchte meine Erfahrungen trotzdem teilen. Ja. Und so wie ich es ja nutze, möchte ich eventuell, möchte ich es auch weitergeben. Also das ist so das sind meine Beweggründe dahinter. Ne? Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich brauche 20.000 Abonnenten, um da irgendwann nochmal Geld mit zu verdienen. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Zeit und das ist nicht das, was mich antreibt, sondern eher die Erfahrung, die ich habe, weiterzugeben, dass andere vielleicht den gleichen Mist nicht auch noch machen, den ich vielleicht schon mal gemacht habe. Ne? Das ist geil, das ist ein toller Einfach Anspruch. einfach zeigen, was man macht und nicht oder wie man macht oder wie auch immer. Das also richtig ist, das sollen dann andere entscheiden und das sehe ich ganz genauso. Also, ne?
Ja, wenn wir Abonnenten, ich sehe das ähnlich. Ne? Also ich sag mal, wir sind jetzt nicht gerade in der Sparte unterwegs, wo man jede Menge Abonnenten bekommt. Dann müssten wir vielleicht alle dreimal so in Richtung Beauty und Fashion denken. Aber Ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir da die richtigen Typen für wären. Also, Ja, ich meine, zu restaurieren gibt es hier genug. Louis, es gibt in jeder Altersgruppe gibt es Zielgruppen. Ne? Ich ja, meine, du bist, klar, glaube ich, genau. auch ein bisschen im Vertrieb tätig. Ne? Also, Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Ja, Ja, das sehr, stimmt, sehr das geil. stimmt. Wenn wir, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest oder Wünsche frei hättest, was du uns jetzt mit auf den Weg, meinetwegen meinem Kollegen hier aus Troisdorf oder dem Kollegen hier aus Köln, persönlich oder generell in der Gemeinschaft, was würdest du uns mitgeben wollen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das Format, an der Stellschraube müsst ihr noch mal ein bisschen drehen oder was wäre so deine Empfehlung? Na, also Jetzt von dem her überleg, was erst du einmal, sagst, Freund. ich glaube Was? erst einmal ein ganz, ganz großes Kompliment an euch beide zurück. Also vom Format her, glaube ich, habt ihr da genau irgendwo auch in die richtige Lücke reingestoßen und es geht ja darum, um uns breiter auch letztendlich aufzustellen. Ne? Und ich glaube am Anfang, ihr habt es ja dann selber irgendwo in die richtige Richtung getrieben, dass man sagt, ja, man sollte ja von der Region her vielleicht ein bisschen wechseln, dass die Typen auch ja andere sind, dass auch ja vielleicht vom Motiv her, dass es anders ist und ich meine, das habt ihr ja jetzt ja schon verbessert, also das gute Format nochmal irgendwo verbessert, dass er sagt, wir schauen, dass man ja den ganzen Bereich der Republik dann abdeckt. Ja? Ansonsten letztendlich kann man an dem Format gar nichts aussetzen, Louis. Das ist top, wie ihr das macht und ja, ich Vielen Dank. versuche Vielen natürlich, aber Dank. man findet ja kaum was. Es ist ja Ja. wirklich hervorragend. Ne? Das war auch das Ja, ja, Stichwort, das haben wir jetzt ein bisschen erwartet. Das war die Zugangsvoraussetzung dafür, dass wir deinen Kanal gleich unten verlinken werden. Das ist prima, danke. Es, genau. Ja, natürlich. Das ist ja ganz klar. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was du sagst, wir sind ja, am Anfang waren wir ja sehr ostlastig und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Mitte und runter. Es steht und fällt ja auch mit den Leuten, die wir gesagt bekommen. Wir kriegen ja immer im Prinzip von dem letzten Gast 2 bis 3 neue potenzielle Kunden, sage ich immer so, ja, oder Leute aus der Community, die wir gerne vorstellen wollen. Ja, Und wir haben es ja nur explizit auf Leute, äh, ja, oder würden wir gerne vorstellen, die noch relativ jung im Kanal sind, die das Ganze noch nicht so lange machen, um die einfach so ein bisschen vorzustellen. Ja, ja, also nicht so nach dem Motto, jetzt kommen die zwei und wollen da die Leute pushen. Nein, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht einfach nur ums Vorstellen, damit die in die ja, Community mit eingegliedert oder die eingebaut werden. Weißt du? Gibt ja noch viele Leute, die sagen, ja, ich mache das, ja, aber ich meine, da hatten wir ja auch schon, Louis, ja, wir können das gerne machen, aber so vor der Kamera ist überhaupt nicht meins. Das ja, muss man genau. ja auch akzeptieren. Und so ist das dann halt einfach von Osten runter. Und jetzt gucken wir mal, wo deine Vorschläge, die wir ja hoffentlich danach kriegen, uns hinführen. Ne? Ja, da sind wir mal gespannt und das hält das Ganze auch so ein bisschen am Leben. Und da auch ja, nochmal ganz, Genau. das sind ja quasi auch die Vorschläge, und wenn man es einfach mal so platt sagt, aus der Community. Ist ja nicht das, was wir uns Ja, wünschen, richtig. sondern ist ja Genau. das, was wiedergegeben wird. Und das zeigt uns auch so ein bisschen, was man sich so anschaut, was man verfolgt, was man interessant findet. Finden wir total klasse. Ne? ja, Genau. das ist ja selbst jetzt sagen wir die Vorschläge für euch jetzt auszusuchen. Das ist ja auch eine kleine Challenge. Ne? Ihr habt ja sinnvollerweise auch eure Kriterien. Ne? Es soll ein bisschen wechseln, es soll ein kleiner Kanal sein, dass man die Leute vielleicht auch dahinter mal kennenlernt. Und ich glaube, ich habe mittlerweile, ich glaube, an die 80 Kanäle oder so aus dem Modellbahn-Bereich abonniert. Ne? Und Das ist Potenzial. da bin ich dann einmal durchgegangen und dann scannt man halt und ohne jetzt die Leute ja persönlich schon zu kennen, sondern okay, aber das wäre einer, der vom Thema her durchaus interessant wäre, um ja von euch ins Visier genommen zu werden, so will ich das mal nennen. Ne? Der Wird scharf geschossen, Leute. Ich wollte gerade sagen, der Scharfschütze sitzt in Troisdorf, der sitzt hier. Nee. Ja, sehr geil. Was ich auch immer ganz schön finde, ist, man lernt wirklich viele interessante, nette Leute kennen und
ich meine, sicherlich ist das Medium YouTube, man guckt wie Fernsehen, ne? Das ist schon, ja, man guckt halt zu, aber man kommt Mhm. trotzdem sehr schnell in Kontakt und lernt die Leute dann persönlich kennen. Und wir stellen dann immer wieder fest, ey, das ist genauso einer wie du und ich, das macht richtig Spaß, das ist aus Fleisch und Blut, ne? Die kommen richtig nett und knuffig rüber. Antriebe sind auch oftmals ähnlich. Was erstaunlich ist, ich meine, man guckt ja immer mal nach, auch so ein bisschen in den Analysen und so. Wir sind alle irgendwie in der gleichen Kampfklasse vom Alter her, um es mal so zu formulieren. Ja, so nach dem Mhm. Motto, das Grobe haben wir gemacht. So, und jetzt können wir uns mal wieder ein bisschen auf unser Hobby Ja, genau, beschränken. genau. Aber einfach Bombe, ne? Ich finde es total klasse. Macht auch richtig, richtig Spaß. Fantastisch finde ich einfach, die haben alle das gleiche Hobby. Ja, Alle das gleiche Ja, Hobby. ne? Faszinierend, Also, oder? ja, ich meine, ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich hatte ja einen Interrupt, eigentlich zwei Interrupts. Das erste war so von der Kindheit, irgendwie dann nichts mehr. Und dann habe ich ja vor 7, 8 Jahren, wie ich gesagt habe, hatte ich ja mal angefangen und dann musste ich ja nochmal weichen, weil die Tochter dann quasi das Kellerareal für sich beansprucht hat und dann lag ja das Hobby dann auch wieder zunächst einmal flach. Dann bin ich ein bisschen zum Modellflug gekommen, so ein bisschen Hubschrauber fliegen und mache ich auch noch, Ah, okay. aber es ist halt ein reines Sommerhobby ja. und Mhm. die Modellbahn ist eher so, ja, ein Ganzjahreshobby, so will ich es mal nennen, Okay. ja. Und in Ja. Corona-Zeiten war ja draußen auch, wir waren ja quasi im Modellflug wie Sportverein, ne? Also es war alles dicht, ne? Und dann hat sich dann das eben ergeben, dass ich jetzt doch einen Kellerraum für mich alleine beanspruchen konnte wieder. Oh, Und die zwei ähm, Frauen durchgesetzt. genau. Das gelingt mir halt hier nicht. Du hast ja nur eine. Ja, 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 sehr, sehr geil. Lieber Dirk, auch diesmal hat das wieder Mörder Spaß gemacht, fand ich. Ich danke dir nochmal, dass du die Zeit gefunden hast, dass du auf unsere Anfrage auch eingegangen bist. Und ich fand das total spaßig jetzt hier. Vielen, vielen herzlichen Dank, sehr Definitiv. gerne. dass du die Zeit dafür investiert hast, dich auch mal hier vorzustellen. Wie gesagt, das macht nicht jeder. Du hast es gemacht, finde ich total klasse. Und ja, Sibi, möchtest du noch jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also auch ich möchte mich sehr, sehr bedanken dafür, dass du da warst. Und ja, ich muss jetzt meinen Kölner Freund eigentlich mal ins Kreuz fallen, weil er hat dir einfach das Wort ausgenommen. Du warst noch am Erzählen von dem Kellerraum. Und das würde ich dich bitten, noch zu Ende zu machen. Ja, weil dann haben wir alles Böses geregelt. Männchen. Ja, Böses also hör Männchen. mal, kannst du mir einfach unsere Gäste hier? Wo sind wir denn hier? Also, Ich habe Hunger. ne? Gut. Also das darfst du noch erzählen und dann schmeißen wir die raus hier. Jetzt ist aber Schluss hier. Was mit dem Kellerraum jetzt, wie es da weitergegangen ist? Ja, 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 zum Beispiel. der Kellerraum, das war eigentlich meine Werkstatt, ne? Also da war dann irgendwo, ja, da war eine uralte Küche aus meiner Junggesellenzeit. Da war dann in den Regalen irgendwie altes Geschirr und was weiß ich. Da habe ich gemeint, wir brauchen es irgendwann noch alles Quatsch, ne? Also man bewahrt ja viel zu viel dann, wenn man solche Räumlichkeiten hat. Und dann habe ich gesagt, okay, rausschmeißen, neuen Anstrich an die Wand, Hm. alles rausgeschmissen, Platz geschaffen. Ist zwar jetzt nicht der ideale Raum, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwo wie ein leeres Kinderzimmer, weil dort sind dann eben ein bisschen Installationsrohre, Lüftung und so weiter ist drin, eine Lüftungsanlage, aber ist mir letztendlich egal. Ich habe meinen Platz und ich kann jetzt da mich ausbreiten auf ja circa 3 mal 2 Meter. Das ist so die Ausmaße, die ich habe und ja, jetzt geht's wieder von vorne los. Ne? Jetzt bin ich gerade dabei, die Trassen und Bekorkung jetzt für Schattenbahnhof ist soweit fertig. Ah, Jetzt okay. geht's los mit den ersten Gleisen. Ne? Und ja, so Guck, ich weiß ja, Experimente ne, mit was? Servoantriebe unter der Platte und ja, dann hatte ich mir mal den Hosenträger von Pego Code 55, ich weiß nicht, ob er diese doppelte Gleisverbindung kennt, ne? Ja. Ähm, die versuche ich jetzt irgendwo einzubauen und das ist natürlich ganz tricky auch, ne, mit diesen ganzen Polarisierungen und spannendes Thema. Also das ist so, wo ich mich jetzt ein bisschen auseinandersetze. Da gibt es vielleicht dann auch mal ein eigenes Video dafür mit dieser doppelten Gleisverbindung, mit der Polarisierung. ich glaube, da gibt Ja, es auch schon ganz interessante Videos drauf, ne? Ja. Du kommst doch aus der Elektrotechnik auch, ne? Irgendwie. Hast doch da eine Verbindung zu. ja, ich habe Energieanlagen, Elektroniker gelernt, habe dann Elektrotechnik auch studiert. Ähm,
Ja, Verbindung ist da. Mittlerweile bin ich irgendwie im Vertriebsservice in einer Funktion. Die Produkte, die wir verkaufen, die sind zwar noch Elektrotechnik, aber vom Studium, da brauche ich eigentlich jetzt so gut wie nichts mehr. Ja, ja. Wie heißt das schön? Die Halbwertzeit von erlerntem Wissen geht gegen Null. Ne? Frisch gelernt und irgendwann weg. Also der Verfall ist schneller als der Radioaktivität. Ja. Sehr gut, sehr gut. Na gut, mein Lieber. Dann, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns deine Zeit geopfert hast. Mein Gott, das geht ja schon wieder los. Ich sage für meinen Teil vielen, vielen lieben Dank und freue mich auf mehr. Ja, ich bedanke mich auch, Jungs, und schöne Grüße ins Rheinland. Und ja, bis die Tage mal. Ja? Man genau. Hört oder schreibt oder liest oder wie auch immer voneinander. Wir sehen uns. Ja, wie ich finde, haben wir wieder eine interessante Persönlichkeit kennenlernen dürfen und haben enorm viel Spaß gehabt. Diesmal war es auch so ein Stück weit so, der Dirk war ein Selbstläufer, der hat eigentlich alles schon von sich aus erzählt. Und wir durften hier oder da mal hinterhaken, brauchten überhaupt nicht das Gespräch in Gang zu halten. Der war quasi in Redelaune, hat richtig Spaß gemacht. Dirk, an der Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das einfach auch mitgemacht hast. Also wir hatten Mörderspaß gehabt, hattest du uns ja auch gesagt. Ja, und wie immer verlinke ich den Kanal vom Dirk auch unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne beim Dirk mal rein. Da gibt es momentan noch sehr interessante Projekte. Er startet gerade, wie soll ich sagen, einen Neubau, hat er frisch abgerissen, hat einen interessanten, wirklich sehr, sehr interessanten Livestream gehabt. Den könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Da gibt es viel Informationen und viel Wissenswertes drin. Also wirklich sehr gut. Der ist auch gegliedert. Kann man sich immer mal auch ein Häppchen mal anschauen. Ja, der Dirk war auch so lieb und hat uns wieder 3 interessante Kandidaten genannt. Und da werden wir jetzt Kontakt aufnehmen und die nächste Vorstellung gibt es dann wieder beim Sibi. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr hier vom Kanal automatisch unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.